Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem internationalen Server 48, wo ja am Freitag der Bade online ging und ja, wo wir auch unser kleines Trollprojekt hatten, wo wir ja in der Unity-Gilde alle Leute mit dem Unity-Bild rumrennen wollten. Unter anderem auch mir als ja, ehemaliger Gildenanführer. Den Titel habe ich jetzt abgegeben. Die Gilde liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Die wird noch weitergeleitet. Allerdings ja, habe ich damit jetzt nichts weiter mehr zu tun. Ab und zu werde ich mal auf den Server reinschauen, ein bisschen mal den Baden rumprobieren, aber nichts, ja, hier nichts Tryhard-mäßiges machen. Auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, großartig hier ja, Fuhrwerken, ja, sondern einfach nur mal ab und zu mal beim Baden vorbeischauen und auf ganz lazy unterwegs ein bisschen mal hier und da vielleicht ein paar Dungeon Tries oder sowas machen. Auch kaufe ich mir jetzt nicht das Festungspaket oder sowas, das müsste ich ja jetzt haben, damit ich hier weitermachen kann, damit ich mir eine Edelsteinmine holen kann, um halt eben ja, auch weiterhin hier Edelsteine reinzusetzen für Sockel und sowas. Dazu bräuchte ich das Paket, habe ich nicht. Aber dafür werde ich halt, wie gesagt, mal selten ab und zu mal hier vorbeischauen. Ja, ich hatte es weitergegeben gehabt an ja, Playa Games, sag ich mal, dass ich hier auf dem Server bitte nicht mein Avatar haben möchte, sondern eben das Unity-Bild. Das wurde leider wohl missverstanden und so hat Playa mich dann hops genommen. Ja, eigentlich wollte ich die ja ein bisschen hopsen mit dem Bild halt eben, ne, dass jeder sich hier das Unity-Bild einpackt und leider kann ich auch mein Avatar-Bild nicht mehr umändern. Dann kommt immer diese Fehlermeldung, das ist leider schade, ja. Andere beneiden mich um Profilbild. Ich bin auch sehr froh, eins zu haben. Allerdings auf dem Server hätte ich es lieber gerne gelassen. Ja, hatte ich es auch so weitergegeben, aber so ist das nun mal. Trotzdem haben sich viele Leute hier das Unity-Bild rausgezogen. Ja, die Gilde ist fast voll damit, glaube ich, wenn nicht sogar komplett. Das freut mich sehr. Das ist sehr, sehr nice. Ja, also das hat auf jeden Fall geklappt. Auch außerhalb der Gilde haben ein paar Leute dieses Unity-Bild genutzt, um halt eben ja, so ein bisschen auch mal zu zeigen, ein bisschen hier diesen kleines Trollprojekt zu supporten, beziehungsweise den Spaß sich zu erlauben. Ja, ansonsten für alle Leute, die auf der internationalen Welt 58 spielen, habe ich auch einen Code, den habe ich gestern im Stream öffentlich gemacht. Der ist diesmal ein bisschen komisch, da ist diesmal kein Creator-Name drin, sondern ihr seht es halt über mir, das sind halt eben, ist ein normaler Code halt ebenso, ohne alles. Ich habe den euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort könnt ihr euch den dann direkt rauskopieren, weil er ja sonst ziemlich schwer zum Abtippeln ist und so. Da könnt ihr euch den dann direkt kopieren und dann einfügen, aber dazu müsst ihr halt eben auf der Welt 58 spielen. Jo, das auf jeden Fall dazu. Wir haben vor, heute mit dem Baden, wie gesagt, nicht großartig hier was zu reißen. Ja, allerdings habe ich ein bisschen... Ja, ich habe heute meine Alu hier schnell durchgeklickt, ne? Habe ich schnell durchgeentert, schnell Glücksrad gemacht, ohne irgendwie Effizienz und sowas dahinter. Ne? Das ist einfach wirklich nur just for fun. Und versuchen jetzt nochmal vielleicht eine ganz gute Waffe zu bekommen. Und dann habe ich vor, nochmal ja, in die Dungeons reinzugehen, um bei jedem Dungeon-Gegner oder bei dem Gegner, bei dem wir vorstehen, einfach mal, keine Ahnung, 100 Tries mit der Flöte zu machen, 100 Tries mit der Laute, 100 Tries mit der Harfe, um halt eben zu gucken, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt für die 3 Instrumente auf das jeweilige Gegnerattribut, also deren Klasse halt auch. Ne? Bei Magier ist es halt eben obsolet, ja? Da der kontert quasi den Baden, da kann der seine Instrumente leider nicht dudeln, aber zuallererst gucken wir erstmal rein. Ich habe hier noch nicht weiter seit der Stufe gestern, ich glaube, bis wohin bin ich gekommen? 22 oder ich weiß es gar nicht. Ne? Also nicht sehr weit hoch, aber auf jeden Fall so weit, dass sich jetzt eine neue Waffe dann doch schon lohnen könnte. Und die Waffe macht ja bekanntlichermaßen wirklich einen Großteil aus davon, dass wir hier weiterkommen. Deswegen schauen wir mal einfach nur nach einer Waffe. Ja, am besten natürlich eine
Intelligenz-Ausdauerwaffe und den Rest, das Restgold skillen wir dann einfach in die Attribute rein. Natürlich könnte man hier auch noch ein bisschen sich umher schauen, dass man hier noch ein Upgrade kriegt oder da noch ein Upgrade, aber wir gehen jetzt straight auf die Waffe mit einer einigermaßen guten Spanne hoffentlich. Wir finden hier zum Beispiel die Spanne ist hier ziemlich nice, haben aber einen Glücksfaktor drin, was leider nicht so cool ist, aber Spanne ist schon ziemlich wichtig. Wir gucken mal, was wir noch so kriegen. Ja, das scheint gar nicht... okay. 139 haben wir im Durchschnitt, ja. Das machen wir mal 1,5 und dann rechnen wir uns aus, wir können eine 208er Spanne, 209er Spanne finden, also ist das hier tatsächlich schon die Maximalspanne, die wir finden können. Ja, anhand des Durchschnittsschadens mal 1,5 kann man dies herausfinden. Wir haben hier Stärke und Ausdauer. Wir nehmen die Waffe mit aufgrund der Spanne, weil die einfach maximal ist. Die Attribute da drauf sind natürlich nicht so nice. Ausdauer okay, aber Stärke brauchen wir nun absolut nicht. Hier haben wir zum Beispiel Intelligenz dabei, das ist natürlich ganz nice. Ansonsten hatte ich gestern auch schon nicht Intelligenz-Ausdauer. Okay. Ja, 148, das ist sogar noch mehr Durchschnitt als die hier. Und die paar Punkte mehr rechts raus, weg damit. Ja, hätten wir noch ein bisschen gewartet, hätten wir unseren Traum gefunden hier. Dream come true. Und alleine mit der Waffe, da haben wir jetzt schon gut reingelackt, muss ich mal so sagen. Ja, wie gesagt, ansonsten, ihr seht's, rüstungstechnisch kann man ein bisschen sich upgraden. Aber wir gehen einfach mal jetzt so in die Dungeons rein und schauen mal, was wir so reißen können. Und vor allen Dingen, was die Musikinstrumente für Unterschiede machen. Wir fangen an mit der Lebensenergie, ja, und gehen mal auf den Fleischgolem hier. Und schauen uns mal die Kämpfe an. Ja, das Sounddesign finde ich übrigens ganz lustig, muss ich mal so sagen. Ja, und da haben wir ihn auch schon direkt down. Gestern haben wir da so lange dran gehangen, aber diesmal First Try, sofort. Und auch direkt 31. Ich habe meine Alu auch schon verspielt heute, was leider ein bisschen unklug gewesen ist. Ich hätte vielleicht mal doch vorher ein bisschen in die Dungeons reinschauen sollen. Ich hoffe mal, hier kriege ich nachher noch Schwierigkeiten. Ansonsten können wir heute nämlich keinen neuen Schlüssel finden für einen neuen Dungeon. Gucken wir uns das Ganze mal bei den Gegnern an hier. Das ist ein Geschickgegner, das heißt, wir können hier natürlich unsere Fähigkeit zünden. Und deswegen gehen wir mal auch schon mal rein. Jetzt kommen die ganze Zeit hier die Flötentöne. Hier ertönen die Flötentöne. Und schauen uns die Tries mal an und gucken mal. Also Dungeon Tries mit der Klasse ist halt wirklich. Warte, ich mach's nochmal für die Leute, die wirklich auf die Töne stehen hier, ja. Jetzt kommen sie nicht mehr. Ah, da sind sie doch. Oder skippe ich zu schnell? Ja, ab und zu kommen mal die Töne, ab und zu nicht. Es ist sehr abenteuerlich jetzt gerade hier. Also Dungeon Tries mit der Klasse, da dürft ihr auf jeden Fall keinen Sound am haben hier. Ich weiß nicht. Seid ihr so Spieler, die mit Sound spielen oder eher weniger? Oder sagt ihr euch, nee, das muss nicht sein. So, wir gucken mal rein. Bevor wir den nächsten Gegner hier klatschen, was ja relativ einfach machbar sein sollte, gucken wir einfach mal, wir testen das Ganze mal in der Praxis. Ja? In der Theorie mit Berechnungen, Statistiken in SF-Tools durchjagen und so, da bin ich absolut der falsche Ansprechpartner für. Kann ich euch nicht sagen, wie rechnerisch gut die Klasse ist, mit jeweils welchem Attribut, kann ich euch nicht sagen. Ich kann es euch nur in der Praxis so zeigen, ja, und halt eben ein bisschen veranschaulichen und halt eben aus Gefühl heraus sagen, was jetzt wo wie effizient ist. Wir haben jetzt halt einen Geschickgegner vor uns und hier sehen die Tries halt nicht sehr, sehr gut aus. Wir wechseln jetzt mal auf die Schadenswaffe, auf das Schadensinstrument und gehen mal damit rein. Ja, wir nehmen jetzt mal das Ding in die Hand und gucken mal. Ich mache auch mal wieder laut hier. Ja. So, let's go. Und jetzt, schauen wir uns mal die Tries an hier.
Hier sehen wir bereits, dass schon deutlich bessere Tries dabei gewesen sind, als mit dem Instrument davor. Ja, aber auch eben nur teilweise. Das ist natürlich jetzt kein festes Fallbeispiel, wo ich jetzt sage, ey, der gegen den Kundschafter fahrt ihr am besten jetzt mit der Laute, ich glaube so heißt die, ne? Die Laute, ja. Kann ich euch jetzt natürlich jetzt nicht so unterschreiben. Ne? Ich kann es euch nur aus Gefühl raus sagen, dass jetzt das anscheinend ein bisschen effizienter rüberkommt, als eben das Lebenswiederherstellungsinstrument, die Flöte. Ja. Macht jetzt halt eben den Eindruck, dass halt, ja, die Laute gegen den Kundschafter jetzt ein bisschen besser funktioniert hat, ja, anhand der Tries jetzt, ne? Und wie das Ganze den Krieger gegenüber aussieht, beziehungsweise einer Stärkeklasse, das kann ich euch jetzt auch noch nicht so ganz genau sagen, aber man kann es halt eben, ja, doch schon einigermaßen gut sehen. Jetzt wechseln wir mal auf die Harfe, ja, die Harfe, den Harfensänger hier, auch hier nochmal kurz die Lautstärke. Vielleicht skippe ich ein bisschen zu schnell, ich weiß nicht. Ab und zu ertönt es immer, ab und zu mal nicht. Aber auch hier achten wir wieder auf die Tries. Okay. Genug gedudelt hier. Auch hier achten wir auf die Tries, dass sie ungefähr gleich aussehen zu der Flöte. Ja? Also halten wir mal fest, wir haben hier einmal eine Schadensreduktion und einmal Leben wiederbekommen. Ne? Und dann haben wir einmal eine Schadenswaffe. Ja? Gegen den Kundschafter macht es jetzt anscheinend mehr Sinn, ein bisschen aggressiver reinzugehen, als ein defensives Instrument zu nehmen. Defensive Instrumente sind halt eben Schadensreduktion oder Leben wiederherstellen, ist für mich defensiv und offensiv ist halt eben mehr Damage. Ist logisch irgendwo, ne? Und anscheinend fährt man am besten gegen den Kundschafter jetzt mit der Laute, anhand der paar Tries, die wir jetzt gemacht haben hier, ne? So, jetzt gehen wir mal rein in den Feuerelementar. Ich glaube, das war ein Magier. Ich glaube, ja, genau. Hier bringt uns das Ganze so oder so nichts, weil ihr seht, der Magier, da zünden wir gar nicht unsere Instrumente. Ich habe zwar meine Gitarre hier in der Hand, ja, aber ich kann damit leider nichts anfangen, weil halt der Magier mich dahingehend ein bisschen kontert, ein bisschen auskontert hier, ne? Was natürlich ein bisschen schade ist. Allerdings, wenn ich mal hier und da mal reinkritte, das ist halt eben der hohen Spanne geschuldet, dass wir hier eventuell auch eine Chance haben, trotzdem weiterzukommen. Ja, in den anderen Gegner tryen wir jetzt mal nicht mehr rein. Wir können mal schauen, dass wir vielleicht noch ein besseres Item bekommen, irgendwie ein bisschen mehr Intelligenz oder sowas. Dann können wir da noch ein bisschen besser mit arbeiten. Ja, unser Geld haben wir ja noch nicht ausgegeben. Wir können ja noch ein bisschen Skilly-Milly machen, ne, bevor wir hier weiter agieren. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr Schaden bekommen. Ne? Natürlich auch noch wichtig darauf zu achten ist, hier kommt ihr nochmal zu den Dings, dass euer Leben auch im Verhältnis zu eurem Hauptattribut ist. Ne? Für zum Beispiel Ausdauer Minimum 412 für 75%, ne? Oder minimal 275 für 50%. Zu Intelligenz. Das ist auch normal, da sollte man auch vielleicht nochmal drauf achten, dass das sich auch irgendwie die Waage hält, wie Justitia. Deswegen schauen wir da auch nochmal so. Aber wir gehen trotzdem jetzt erstmal ein bisschen weiter mit Damage hier. Ja, scheiß auf das Verhältnis. Wir versuchen jetzt mal erstmal an den nächsten Gegner vorbeizukommen. Und das kriegen wir halt eben auch mit bisschen mehr von dem selbigen Attribut, was auch der Gegner, der vor uns stehende Gegner jetzt hat. So, ein bisschen kompliziert formuliert, aber ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist, hoffentlich. Gucken wir nochmal hier, was wir hier so finden. Da haben wir nochmal Ausdauer.
Intelligenz, Glück verzichten wir. Da haben wir aber deutlich mehr Ausdauer und noch ein bisschen mehr Rüstung. Ja, nehmen wir mal mit. So, let's go. Mal schauen, was wir noch haben. Gut, das gleiche mit Intelligenz, Geschick. Nö, muss nicht sein. Ein paar Schüchchen vielleicht noch hier. Ja, die haben auch viele Sachen weniger Rüstung. Stärke. Stärke wird mir sehr oft vorgeschlagen. Ich weiß beim besten Willen nicht warum. Gestern auch schon. So, hier verzichten wir auf ein bisschen Intelligenz, haben aber auch ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Rüstung. Nehmen wir einfach das Item. Drauf geschissen hier. Oh, okay, das ist ja auch nochmal krasse Schuhe hier. Ja, da haben wir ja schon wieder gute Sachen am Start hier. Ja, und dann verkaufen wir es mal. Wir gehen mal ein bisschen in Intelligenz rein. Ein paar Skillpunkte hier können wir mal verteilen. So, vielleicht gehen wir auf 600. So, zack, haben wir. Und dann sollten wir auch an dem Gegner, ja, mit ein bisschen Glück, ein bisschen Feingefühl auch vorbeikommen. Ne? Mal schauen, was so geht. XXL-Tränke könnte ich mir auch bald besorgen, aber da will ich noch ein bisschen warten. Mit Stufe 31 sind die, glaube ich, findbar, aber ich glaube relativ selten. Da ist es ja besser mit 33, 34 die so zu finden. So, jetzt haben wir einen Stärkegegner vor uns. Das ist natürlich, jetzt können wir wieder von unseren Attributen hier profitieren. Wir haben jetzt drin, dass das Stärkeinstrument haben wir jetzt am Start hier. Haben wir ausgerüstet. Und wir gucken mal, wie wir uns hier gegen den Gegner schlagen. Ja? Was haben wir hier was hauen wir hier für Treffer raus? Meistens so, ja, 50% mal ein bisschen drüber, mal 60, mal 70, aber nicht deutlich mehr. Dann wechseln wir das Ganze mal und gucken uns das Ganze jetzt nochmal hier an. Jetzt haben wir mal einen Intelligenzgegner gehabt, wir haben einen Kundschafter gehabt zum Zeigen und jetzt nochmal einen Krieger. Und schauen mal, wie sich das jetzt verhält, wenn wir jetzt hier die Flöte ausgerüstet haben. Die Flöte am Anfang, auf dem Beta-Server war die noch mit am stärksten. Jetzt wurde sie stark genervt. Und auch hier, oh, huch, ja, das ist ja ein bisschen unangenehm jetzt. Ein bisschen unangenehm jetzt auch mal, ein Stück weit. Gut, dann können wir, okay. Wo habe ich das jetzt her? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war es das denn jetzt erstmal mit dem Testen soweit für die Folge. Ja, aber ich hoffe, ich konnte da trotzdem so ein bisschen mal abwägen, wie das Ganze sich verhält mit den einzelnen Instrumenten zu den jeweiligen Gegnertypen, die vor euch stehen. Ich hätte noch ein bisschen mit der Harfe jetzt noch arbeiten können beim nächsten Gegner, ne? Aber am meisten hat mir jetzt erstmal die Laute zugesagt jetzt hier. Ne? Genau, ja, das ist erstmal so das. Mal schauen, ob die Tage nochmal ein Video kommt zum Baden. Wir werden mal schauen. Ich kann es euch nicht versprechen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr von der Klasse haltet und ob ihr sie aktiv spielen wollt. Das würde mich noch sehr interessieren. Ansonsten vergesst nicht, den Code einzulösen. Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen, würde mich sehr freuen. Kostenloser Support, kann nicht schaden. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.